Ja, jetzt lagen wir da und warteten. Und dann kam, das Schlimmste war eigentlich die Katjuscha-Walze. Also wenn die Katjuscha los, da tat mal Angst. Also das war dann, also und dann die Explosion. Das war ja wie ein Teppich. Ne? Und wir hatten aber Glück, es ging gut. Und in der Scheune, da saß der Kompanieführer und der hatte so viel Schiss, der hatte in die Scheune einen Unterstand gebuddelt, der saß unten und oben musste immer einer mit dem Fernglas die Russen beobachten und jeder kam mal dran, auch ich. Und dann stand ich da oben und guckte und dann sah ich, wie die Russen dort so eine PAK, also Panzerabwehrkanone, aufbauten und die schossen. Und da sagte ich für den Blödler unten, ich musste das angeben. Er sagte, was ist jetzt? Ich sagte, die haben eine PAK aufgestellt und so. Ja und? Ja, ich sag jetzt Abschuss. Das war der Abschuss und dann krachte es. War alles schwarz vor und die Mauer flog ein. Ich flog irgendwo hin und sagenhaftes Glück. Die war also mit einem Zünder, der empfindlich war. Der ist also explodiert, da hatte ich nur diesen Granatschutz. Also hier, ich wusste, ich war verwundet. Dachte, jetzt hast du einen Heimatschutz, jetzt musst du gucken, das war ein Märztag, der 4. März war es genau. Der 4. März, das war ein Märztag. Und dann lag ich draußen, von dem Kompaniechef haben wir nicht bemerkt, entweder war der verschüttet, war mir ja scheißegal, muss ich sagen. Ne? Und der Sani, der lebte. Das war, also ist auch wieder so. Der Sanitäter und ich, wir waren die überlebten. Und der nahm sofort fachgemäß sein Päckchen und verband mich. Und während er mich verband, hat er mir nochmal das Leben gerettet. Da krachte hier eine Granatwerfergranate ein. Die haben eine unheimliche Splitterwirkung. Und der Arm, mit dem er mich verband, der war splitterdurchsät. Also er hatte X Verletzungen. Und da sagte der nur, jetzt haben wir beide einen schönen Heimatschuss. Aber es waren ja jetzt die Scharfschützen da. Wir konnten ja jetzt nicht sagen, jetzt spazieren wir zurück. So, ne? Wir hätten den Kopf gehoben, da hätten wir einen Kopfschuss gehabt. Die waren da, die Scharfschützen. Wir hatten ja einige Fälle gehabt. Und da kam der liebe Gott zur Hilfe. Ich weiß es nicht, ob er es war. Jedenfalls, die waren ja im Osten und der Wind wehte von Westen. Und dann kam eine Graupelschauer, eine dichte Graupelschauer. Und da haben wir gesagt, jetzt können sie nicht sehen. Und da sind wir losgewetzt.